Hallo zu Folge 3 von Monas Cake Paradise. Ich bin Mona Asker, ich bin Pianistin und in meiner Freizeit backe ich leidenschaftlich gerne. Nach dem Schokokuchen und dem Eierlikör-Rührkuchen legen wir einen drauf und machen jetzt eine Tart. Und zwar eine Erdbeer-Mascarpone-Tart. Für den Teig brauchen wir kalte Butter, Zucker, Mehl, kaltes Wasser, Messerspitze Backpulver und dann für die Creme brauchen wir später Vanillenzucker, Zitronensaft, Double Cream, Zucker und Mascarpone. Wir heizen als erstes den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze auf. Als nächstes fetten wir die Form ein, und zwar mit Butter. Wir machen jetzt den Teig und mischen einfach alle Zutaten in eine Schüssel. Und jetzt einfach mit den Fingern zu einer homogenen Masse kneten. Ihr könnt aber auch, wenn ihr einen Knethaken habt, das mit der Küchenmaschine machen. Dann nehmt ihr euch ein bisschen Frischhaltefolie und legt die Kugel da rein. Wenn ihr die Kugel platt macht bzw. flach auslegt, dann kühlt sie schneller. Und dann braucht sie auch nicht so lange im Kühlschrank. Und jetzt lassen wir den Teig ca. 30 Minuten im Kühlschrank ruhen. Im Frühjahr bin ich oft für Konzerte in Japan und in dieser Zeit ist Kirschblütenzeit. Und wir haben die tolle Tradition, dass wir unter Kirschblüten Picknick machen und dabei essen. Und ich habe dabei sehr, sehr gerne Erdbeeren gegessen und deswegen habe ich mich für eine Erdbeer-Mascarpone-Tart entschieden. Jetzt legen wir den Teig in die Form und ich mache das immer so, dass ich dann noch ein Stück Backpapier auslege und da drauf den Teig ausrolle. Und zwar tun wir jetzt ein bisschen Mehl drauf, nicht zu wenig, dann klebt auch nichts dran. Und mit dem Nudelholz können wir jetzt den Teig ganz dünn ausrollen. Schaut, dass ihr ungefähr immer die gleiche Größe habt von der Form. Und ich mache die einfach jetzt so rum, drücke sie leicht an und dann tue ich diesen Teigrand zur Seite. Weil den brauchen wir nachher für den Rand. Dann tun wir unsere Hand unter das Backpapier und stürzen es um, weil dann fällt auch nichts raus und es bleibt in der Form. So, und dann gehen wir einfach kurz mit den Finger rein und drücken den Teig leicht in die Form. Und dann nehmen wir die Fetzen und legen sie an den Rand dran und flicken quasi sozusagen den Rand zusammen. Dann nehmt ihr einfach ein stumpfes Messer, also so ein Brotmesser, und geht von innen nach außen mit dem Messer entlang. Dann habt ihr auch einen schönen Rand. Wir stechen dann mit der Gabel ganz viele Löcher rein in den Teig, weil dann kann der Teig auch atmen und geht auch gleichmäßig auf. Wir werden die Tart blind backen, also den Boden. Und dafür legen wir Backpapier auf die Tart und beschweren es mit Bohnen, damit der Teig nicht hochgeht, also damit er flach bleibt. Das nennt man dann Blindbacken. Und dann kann schon die Tart in den Ofen. Als ich mich in die Zeit des Kirschblütenfestes zurückversetzt habe, musste ich sofort an die Sonate F-Dur von Mozart denken. Und daher würde ich sehr gerne für euch den dritten Satz spielen. Wenn der Boden abgekühlt ist, tut ihr ihn einfach von der Form raus. Jetzt bereiten wir die Creme zu und dafür tun wir Mascarpone, Zucker, Vanillenzucker und den Saft einer halben Zitrone in den Mixer. Wenn alles miteinander vermengt ist, werden wir jetzt die Double Cream aufschlagen. Das ist quasi wie Sahne, nur mit einem höheren Fettgehalt. Aber man schlägt die genauso wie Sahne. Und wir mischen die Sahne unter, so dass alles gut vermengt ist. Und dann füllen wir schon
die Mascarpone-Sahnecreme in den Tartboden. Jetzt schneiden wir die Erdbeeren und können die so dekorieren, wie wir sie wollen. Ihr könnt es verschieden machen, ihr könnt sie in halbe schneiden, irgendwie schön aufreihen. Ihr könnt sie aber auch ganz wild drauf machen. Ein paar durchschneiden, ein paar ganz lassen, also da dürft ihr kreativ sein. Das war die Erdbeer-Mascarpone-Tart. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Viel Spaß beim Nachbacken. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Monas Cake Paradise bei Sweet Spot, dem jungen Magazin vom BR Classic.